Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und auch heute geht es wieder um einen Cold Case, und zwar um den Fall des 44-jährigen Süleyman Duman. Der Tatort ist unbekannt und die Tatzeit kann nur zwischen Montag, dem 16. Februar und Mittwoch, dem 18. Februar 2015 eingegrenzt werden. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 11. Januar 2017. Am 18. Februar 2015, dies ist der Aschermittwoch, am Dortmund-Ems-Kanal in der Nähe von Münster. An diesem Tag findet eine Joggerin ein ausgebranntes Auto. In dieser filmischen Darstellung ist das Auto also bereits komplett ausgebrannt, raucht nicht mehr und ist also auch nicht mehr warm. Die Spaziergänger, die auf dem Weg zum oder am Kanal unterwegs sind, interessieren sich nicht für das Autowrack, so wie es scheint. Denn ich denke mal, an diesem Tag sind dort einige Spaziergänger unterwegs gewesen, aber anscheinend wurde dieses Wrack nicht großartig beachtet. Die Joggerin schaut sich dieses Autowrack dann mal ein bisschen näher an. Sie hat selber kein Handy dabei und fragt dann in der filmischen Darstellung mehrere Passanten. Diese haben aber kein Handy dabei, genauso wie die Joggerin selber. Also geht die Joggerin dann nach Hause und verständigt von dort die Polizei. Die Polizei kommt dann natürlich vorbei und schaut sich das ausgebrannte Wrack an. Bei dem Wrack handelt es sich um eine Mercedes A-Klasse. Halter ist Süleyman Duman. Seine Wohnadresse ist zur Friedrichsburg 8 in Greven. Die Polizei sucht dann daraufhin seine Wohnung auf, aber es öffnet niemand. Warum nicht? Das erklärt sich dann wenig später am Wrack des Fahrzeugs. Einem Mitarbeiter des Wasser- und Wirtschaftsamtes ist der Wagen ebenfalls aufgefallen und er hat entdeckt, was bisher niemand gesehen hat. Denn dieser Mann hat auf dem Rücksitz des Fahrzeugs einen verkohlten Klumpen gesehen und meint, ob dies nicht eventuell ein Mensch sein könnte oder gewesen sein könnte. Anscheinend hat die Polizei bei der ersten In-Augenschein-Nahme des Fahrzeugs sich nur dafür interessiert, den Halter des Fahrzeugs herauszufinden. Und bei weiteren Untersuchungen dieses Klumpens kann dann festgestellt werden, dass es sich dabei um die sterblichen Überreste von Süleyman Duman handelt. Süleyman lebt seit einem Jahr getrennt von seiner Frau und seinen beiden Kindern. Er hat diese Trennung nicht verkraftet und leidet deswegen unter schweren Depressionen. Deswegen wurde er seit Januar 2015 diesbezüglich stationär behandelt, und zwar im Landeskrankenhaus in Lengerich. Beschäftigt war seinerzeit Süleyman wohl bei der Firma Schmitz Cargo Bull. Konnte im Internet auf jeden Fall eine entsprechende Todesanzeige von dieser Firma gefunden werden. In diesem Landeskrankenhaus in Lengerich lernt er dann eine Mitpatientin kennen und diese Bekanntschaft tut ihm gut und anscheinend nicht nur ihm, sondern auch ihr. Am 5. Februar 2015 kann er die Klinik dann wieder verlassen. In der filmischen Darstellung wirkt es so, dass er froh ist, wieder aus der Klinik herauszukommen, aber dass er ein bisschen traurig ist, weil er dann die Mitpatientin nicht mehr so oft sieht. Und nach seinem Klinikaufenthalt braucht er weiterhin Ruhe und ist noch 4 weitere Wochen krankgeschrieben. In der Zeit, in der er krankgeschrieben ist, wird er wohl etwas von Langeweile geplagt und geht dann ab und zu ins Wettbüro. Dort spielt er meist um kleinere Einsätze,
hat aber noch nie etwas gewonnen. An einem Tag ist es dann aber ganz anders. Er geht wieder ins Wettbüro, gibt seinen Tipp ab und gewinnt. Und zwar 10.000 € auf einen Schlag. Er kann es nicht fassen. Vielleicht hat er sich in diesem Moment richtig glücklich gefühlt, wieder nach längerer Zeit. Zum einen hat er diese 10.000 € gewonnen und auf der anderen Seite hat er in der Klinik diese Bekannte kennengelernt, zu der der Kontakt auch noch nicht abgebrochen ist. Er hat auch gleich Pläne für das gewonnene Geld. Und zwar kauft er sich zunächst ein neues Handy und plant mit dem restlichen Geld einen kleinen Kredit abzulösen, den er vor einiger Zeit aufgenommen hat. Am Rosenmontag, dem 16. Februar 2015, hat er sich dann mit einem Bekannten verabredet, der ihn zur Bank begleiten soll. Den Termin hat er an diesem Tag um 16 Uhr und teilt seinem Bekannten mit, dass er aber vor dem Termin noch seine Bekannte im Landeskrankenhaus besuchen möchte. Der Bekannte sagt ihm dann, dass er durch Zufall auch in Längerich und anschließend auch in diesem Krankenhaus ist. Und zwar genau an diesem Tag. Und Süleyman ihn einfach anrufen soll, wenn er fertig ist. Aber sie müssten spätestens um 15.30 Uhr los, um den Termin zu schaffen. Dann gibt es in der filmischen Darstellung noch eine Szene, die, glaube ich, recht unwichtig für den Fall ist, aber ich erzähle sie trotzdem. Und zwar hat Süleyman Probleme, die Daten von seinem alten zum neuen Handy zu übertragen, und dieser Nachbar hilft ihm dann dabei. Und als die Daten dann auf dem neuen Handy übertragen sind, ruft er als erstes seine Bekannte im Landeskrankenhaus an. Er möchte mit diesem Anruf nur kurz sicherstellen, dass seine Bekannte dann dementsprechend auch Zeit hat und nicht in irgendeiner Therapie oder ähnliches ist. Und sagte dann auch, dass er gleich losfährt, um sie zu besuchen. Und tatsächlich kommt er dann auch im Krankenhaus an und trifft sich mit ihr. Und in dieser Darstellung wirkt es dann so, dass die beiden langsam, aber sicher eine gewisse Nähe entwickeln. Und sie fragt ihn dann in dieser Szenerie auch, wie es dann weitergehen wird. Und er sagt dann, es soll jetzt erst einmal darum gehen, dass sie dementsprechend dann auch aus der Klinik herauskommt, und dann wird sich alles Weitere ergeben. Es sah also so für mich aus, dass die beiden nicht abgeneigt waren, in Zukunft ihre Bekanntschaft, Freundschaft zu intensivieren. Und Süleyman ruft dann im Krankenhaus, also als er noch bei seiner Bekannten ist, seinen Bekannten an. Und die beiden verabreden sich dann anscheinend irgendwo auf dem Klinikgelände, um dann gemeinsam zu der Bank zu fahren. Seine Bekanntschaft aus dem Krankenhaus ist dann die letzte, die ihn lebend gesehen hat. Sie hat ihn noch zur Tür gebracht. Und nachdem die beiden sich dann verabschiedet haben, verliert sich die Spur von Süleyman. Der Mercedes von Süleyman wird dann noch in dieser Nacht, also Rosenmontag, den 16. Februar, am Dortmund-Ems-Kanal abgestellt. Auf dem Rücksitz sitzt Süleyman. Als das Auto in den Brand gesetzt wird, lebt er noch. Ich vermute mal, dass man ihn dementsprechend betäubt hat und dass er dann aufgrund der Betäubung durch die Gase, die sich beim Brennen entwickelt haben, gestorben ist. So, und damit endet dann die filmische Darstellung des Falls. Und in diesem Fall, so berichtete dann der Kommissar, der im Studio war, gab es bereits 2 Tatverdächtige, die in U-Haft saßen, aber wieder auf freiem Fuß sind. Die beiden hatten Haftbeschwerde eingelegt und das zuständige Oberlandesgericht entschied, dass die Indizien nicht für den dringenden Tatverdacht ausreichen. Daher mussten diese wieder aus der U-Haft entlassen werden. Der zuständige Kommissar geht dann nochmal auf den genauen Ablauf des Nachmittags am 16. Februar ein.
Er hatte die Bekannte wie verabredet im Landeskrankenhaus besucht und dann um 15:17 Uhr mit dem Bekannten telefoniert, mit dem er zur Bank wollte. Dann verabschiedet er sich von der Bekannten und er verschwindet im Bereich des Klinikgeländes. Anhand von Mantrailer-Spürhunden konnte der Weg auf dem Klinikgelände nachvollzogen werden. Und er ist circa noch 250 Meter auf diesem Klinikgelände unterwegs gewesen. Die Spur endet in der Höhe des nördlichen Ausgangs nahe eines Bauwagens, der zum Kindergarten der Klinik gehört. Die Polizei vermutet, dass er diesen Weg eventuell in Begleitung gegangen sein könnte. Weiterhin vermutet man, dass er mit dem Bekannten zusammen weggefahren ist. Den Termin um 16 Uhr in der Bank in Osnabrück hat er nicht mehr wahrgenommen. Das Geld, welches er für die Kreditablösung nutzen wollte, hatte er in bar dabei. Und bei den beiden Tatverdächtigen, die aus der U-Haft entlassen werden mussten, handelte es sich um den 48-jährigen Akin A. aus Lengerich und den 39-jährigen Zabit T. aus Münster. So, das war insgesamt einmal diese Falldarstellung. Ich denke mir mal, wenn man sich diesen Fall anschaut, dann ist irgendwie schon mal vollkommen klar, was dort passiert ist. Fangen wir erstmal an. Süleyman wollte ja zur Bank und dort dementsprechend seinen Kredit ablösen. Ich stelle mir natürlich jetzt erst einmal die Frage, wenn er jetzt dementsprechend diesen Kredit ablösen wollte, wieso hat er da unbedingt einen Bekannten mitgenommen? Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, er scheint dann ja mit seinem eigenen Auto, mit der Mercedes A-Klasse, zu der Klinik gefahren zu sein, um seine Bekannte zu besuchen. So, und dort, in diesem Klinikum, wollte er sich mit seinem Bekannten treffen, weil dieser Bekannte durch Zufall an diesem Tag auch in der Klinik ist. Das ist natürlich schon ein Zufall, muss man sagen. Und an diesen Zufall glaube ich irgendwo nicht. Ich vermute mal eher, dieser Bekannte hat jetzt von diesem Gewinn gewusst. Und wenn er sich dementsprechend ein Handy davon geholt hat, ich sage jetzt mal pauschal, hat das Handy vielleicht dann 400, 500 Euro gekostet. Also müsste er noch 9.500 Euro in etwa übrig gehabt haben. Und dieser Bekannte, wahrscheinlich mit einem weiteren Bekannten, hat dann einen Plan eingefädelt, dass er ihm eingeredet hat, dass er mit ihm zur Bank fährt. Welches Auto die beiden dann nehmen wollten, das ist erstmal unklar. Aber ich denke mir mal, dass sie dann die Mercedes genommen haben. Den Wagen von Süleyman. So, und von daher war wahrscheinlich von vornherein geplant, dass man ihm dann das Geld dementsprechend abnehmen wird und ihn dann töten wird. Und um dann sicherzustellen, dass er vielleicht nicht doch alleine zu der Bank fährt, sagt man dann ganz einfach, hey, das passt ja super. Ich bin heute auch in der Klinik in Lengerich. Dann ruf mich von da aus an und dann fahren wir da einfach zusammen hin. So ist einfach durch diese Verbindung, dass man beide in diesem Krankenhaus ist oder dass beide in diesem Krankenhaus dann sind, die Möglichkeit geringer, dass er sich dann entscheidet, vielleicht dort doch selber hinzufahren. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob er dementsprechend mit seiner Bekannten über diesen Plan genauer gesprochen hat. Denn ich denke mir mal, diese Bekannte würde dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer gefragt haben, ja, wo er sich denn jetzt im Krankenhaus aufhält, beziehungsweise warum er denn nicht alleine zur Bank fährt, um dieses Bankgeschäft abzuwickeln. Es kann natürlich auch sein, das ist jetzt also eine Nebenvermutung von mir, da Osnabrück jetzt doch eine kleine Fahrtstrecke ist,
dass der Bekannte ihm dann gesagt hat, du kommst gerade eben aus der Psychiatrie, dir geht es vielleicht noch nicht ganz so gut und damit du jetzt keinen Stress hast, fahre ich dich dementsprechend eben. Auf jeden Fall gehe ich mal ganz fest davon aus, dass dieser Bekannte bzw. diese beiden Personen es von langer Hand geplant haben, dass Süleyman dann mit einem von ihnen oder sogar beiden dann zur Bank fährt und man ihn dort berauben und töten kann. Und anscheinend hat man bis heute noch keine weiteren Beweise gegen diese beiden Personen gefunden. In der Aktenzeichen XY-Sendung wurden dann auch die Bilder dieser beiden Personen gezeigt und man bat darum, dass es Hinweise gibt, die dementsprechend diese beiden Personen der Tat überführen könnten. Ich habe die Bilder dieser beiden Personen jetzt bewusst nicht in dieses Video eingebracht, um eventuellen rechtlichen Konsequenzen zu entgehen. Allerdings habe ich euch einen Link vom Fokus eingefügt und wenn ihr da ein bisschen runterscrollt, dann könnt ihr auch die beiden Bilder der Tatverdächtigen sehen. Vielleicht kommt ja irgendeiner aus der Region und kann da irgendwelche Hinweise dazu geben. Es wäre super, wenn dieser Kanal auch mal in dieser Richtung ja was machen könnte, dass da vielleicht mal ein Hinweis an die Polizei geht oder ähnliches. Ansonsten war es das erst einmal mit diesem Fall. Es gab jetzt nicht ganz so viele Informationen im Internet. Also das meiste war tatsächlich aus der Darstellung bei Aktenzeichen XY und in den Printmedien, auf den entsprechenden Webseiten, waren eigentlich nur die gleichen Informationen hinterlegt. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.